Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück im Retro MTB Lab. Ich bin Ulf und ich zeige euch heute den dritten und letzten Teil des Wiederaufbaus von meinem Marine Bear Valley 1989. Heute komplettieren wir die restlichen Dinge wie Schaltzüge, Bremszüge etc., stellen alles ein, montieren Griffe, Lenker, Vorbau, kümmern uns um die Laufräder und die Bereifung. Viel Spaß damit und bleibt mir gewogen, abonniert den Kanal, liked gerne auch mein Video und ich hoffe, euch macht das Video genauso viel Freude beim Schauen, wie es mir beim Schrauben und Drehen geht. Dankeschön und ja, viel Spaß. Ja, zuerst habe ich hier mal einen Vorbauadapter, um einen neueren Headset-Vorbau montieren zu können, eingebaut. Das ist so ein einfacher 1 Zoll Quillstem-Adapter und da habe ich dann aus optischen Gründen noch 2 Spacer reingepackt, damit das ein wenig schöner aussieht und auch von der Höhe her schon eine feste Voreinstellung hat. Den habe ich dann natürlich erstmal provisorisch fixiert, noch nicht auf das endgültige Drehmoment angezogen, weil die Ausrichtung dann später mit montiertem Laufrad mehr Sinn ergibt. Und den Lenker habe ich übernommen. Und ebenso auch die Schalthebel. Die Schalthebel sind im Ultraschallbad erstmal gereinigt worden. Dann habe ich noch ein bisschen hinterher an einzelnen Stellen nochmal gesäubert und danach alles neu geschmiert. Und hier seht ihr mich dann dabei, wie ich das neu montiere. Erstmal auch wieder grob aufgesteckt und grobe Position festgelegt. Auch da die Feineinstellung mache ich dann, wenn das Rad auf der Erde steht und die Griffe montiert sind. Griffe habe ich übrigens noch ein paar New Old Stock Tioga Griffe gefunden, die sehr gut in die Zeit des Rades passen. Ich montiere die dann immer mit ein bisschen Spiritus, damit das eben leichter auf den Lenker drauf rutscht und der Spiritus verdunstet dann sehr schnell und man kann die Griffe recht einfach positionieren. Nachher halten die dann eigentlich immer bombenfest. Ja, auch der zweite Griff hier schlabber ich ein bisschen. Habe ich ein bisschen viel Spiritus genommen, aber auch das verdunstet alles. Am Ende sind die bombenfest, die Dinger. So, noch schön ausrichten, dass man die Tioga-Schriftzüge am Ende lesen kann, wenn man auf dem Rad drauf sitzt und die Endkappen aufgesteckt. Und dann passt das. So, der Lenker ist also wieder montiert. Lenkervorbau muss ich gleich im Stand dann nochmal festziehen. Jetzt kommen wir dazu, die neue gebrauchte Kette aufzuziehen. Ich habe hier tatsächlich eine ganz brauchbare 8-fach-Kette noch gefunden in meinem Gebrauchtfundus. Die ist noch völlig okay, reicht für den Zweck komplett aus. Wir haben ja auch schon angezählte Kettenblätter, die schon ein wenig verschlissen sind, werden auch keine neuen Ritzel aufziehen, deswegen reicht hier an der Stelle auch eine gebrauchte Kette. Wenn das Rad jetzt natürlich im Dauereinsatz wieder bewegt werden würde, dann würde ich eigentlich auch empfehlen, den Antrieb nochmal komplett neu zu machen, aber hier für den Zweck reicht jetzt erstmal dieses gebrauchte Equipment, dann wird die Kette eben ganz normal vernietet. Das Laufrad habe ich jetzt erstmal eingehängt, nur um die Kettenlänge wieder richtig zu bestimmen. Das habt ihr jetzt im Bild nicht gesehen, aber ich habe mich daran orientiert, dass eben großes Blatt vorne und großes Ritzel hinten miteinander schaltbar sind und auf der anderen Seite kleines Blatt vorne, kleines Ritzel hinten, die Kette dann eben immer noch unter Spannung ist. Das Vernieten an sich ist relativ selbsterklärend. Mit dem Tool, was ich da benutze, geht das eigentlich auch recht zuverlässig. Bei diesen älteren breiten Ketten ist das auch noch nicht so ein Problem.
Hier habe ich dann erstmal die Bereifung entfernt, erstmal schön den Ventilkern rausgedreht, damit es so ein bisschen schneller geht und die Luft entfernt und dann diese furchtbaren Stadt-Urban-Decken, Schwalbe-Marathon, sind natürlich endlos robust. Ich mag sie aber überhaupt nicht mehr, weil sie sich A schlecht montieren lassen und B auch ultra schwer sind. Und nach meiner Einschätzung ist es auch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Man braucht meistens nicht die 23 Pannenschutzlagen da drin. Also zumindest nicht, wenn man in der Lage ist, ab und zu mal einen Reifen auch zu flicken. Und das geht bei mir immer sehr schnell und ich mag es dann einfach nicht, wie die sich beim Fahren anfühlen. Und optisch sehen die auch hier an dem Rad furchtbar aus. Nicht zuletzt deswegen habe ich dann auf eine andere Bereifung umgestellt. So, jetzt seht ihr das hier ziemlich ausführlich. Ist jetzt kein Hexenwerk, ist einfach nur neue Bereifung aufziehen. Die Felge ist hier in dem Fall eine Kastenfelge, ganz Standardqualität damals, aber immerhin eine schöne breite Araya und die Alulegierung, die war durchaus auch recht widerstandsfähig, also die kriegt man vernünftig zentriert. Leider hatten die Laufräder nur verzinkte Speichen, noch keine Edelstahlspeichen. Deswegen habe ich die jetzt erstmal hier mit einem Scotch White Pad auf Hochglanz gebracht, soweit es bei den Speichen geht. Zumindest diese oberste Oxidschicht habe ich wieder entfernt. Dann seht ihr mich natürlich auch hier die Laufräder vernünftig sauber machen. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich beide Laufräder eben gründlichst geschrubbt habe und auch ein wenig nachzentriert habe. Und ihr könnt mich dann auch gleich dabei sehen, wie ich ein neues Felgenband installiere. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen rumexperimentiert. Das werdet ihr gleich noch sehen. Ja, hier seht ihr noch kurz, wie ich dann auch die vordere Narbe nochmal öffne, weil ich mich dann doch entschieden habe, als ich das Laufrad im Zentrierständer hatte, da ein wenig mehr Fett nochmal reinzubringen. Die Narbe lief eigentlich ganz gut, aber so ein bisschen neues Fett für die nächsten 20, 30 Jahre kann auf keinen Fall schaden. Ich habe hier auch nicht großartig die Kugeln ersetzt oder jetzt irgendwie alles nochmal akribisch sauber gemacht. Das war in dem Fall gar nicht nötig, aber neues Fett habe ich eben dann über die Öffnungen hier einfach eingebracht. Mit einer Fettpresse einfach nochmal eine neue Ladung Fett da reingebracht. Und dann das Ganze wieder neu eingestellt, sodass das eine ganze Weile noch gut funktionieren dürfte. Seht ihr auch hier an der Stelle, bevor ich das Ganze wieder einstelle, wird es nochmal eingefettet. Und jetzt halt das übliche Spielchen, Konen wieder reindrehen und dann mit der anderen Konterschraube die Einstellung so sichern. Man sieht hier schon, das Laufrad läuft sehr, sehr ruhig, sehr sauber und auch sehr lange. So, dann seht ihr hier schon das Felgenband. Das ist so ein ganz einfaches, billiges Gummiband. Das habe ich erstmal entfernt und zunächst erstmal ein Plastikfelgenband benutzt, also so ein Hochdruck-Plastikfelgenband, was ich noch rumliegen hatte. Hier kontrolliere ich gerade die Speichenspannung und gebe den einzelnen Speichen erstmal ein bisschen mehr Spannung mit. Das habe ich eine ganze Runde rundherum gemacht. Es gab eigentlich keinen großartigen Seitenschlag,
aber die Speichenspannung insgesamt habe ich dann im Laufrad ein bisschen erhöht. Auch da, ich habe jetzt nicht mit einem Tensiometer nachgemessen. Ich denke, dass für den Zweck das auch nicht unbedingt nötig ist. Ich habe das nach Gefühl gemacht und den Rundlauf des Laufrads kontrolliert, aber keine Wissenschaft draus gemacht, wie stark jetzt die Speichenspannung ist. Ich denke, für den zu erwartenden Einsatzzweck bei dem Rad hier macht es eigentlich keinen Sinn, da jetzt auf bestimmte Vorspannung einzuspeichen oder so, weil wenn ich wirklich hier dieses Rad, diesen Rahmen nochmal in irgendeiner Form richtig belasten würde, zum Beispiel indem ich einen Reiseradumbau mache oder sowas, dann wären die Laufräder sowieso nicht die Wahl. Dann würde man eher auf eine Hohlkammerfelge setzen müssen, um da auch eine gewisse Stabilität bei einem vernünftigen Gewicht reinzubringen. Abdrücken kann natürlich trotzdem nicht schaden, damit sich die Speichen schon mal setzen und damit man dann auch im Endeffekt die Zentrierung vernünftig machen kann. So, jetzt erwärme ich hier die Felge und zwar deswegen, weil ich hier den Versuch machen möchte, auch wenn es nur eine Einbettfelge ist und ich keine Hohlkammer habe, ein Rim-Tape, ein Felgenband zu verkleben. Also das ist im Grunde ein Tubeless-Felgenband, was ich jetzt hier zweckentfremde. Das ist fachlich sicherlich nicht der eleganteste Weg. Ich wollte es einfach mal ausprobieren an der Stelle, ob das klappt, ob das funktionieren kann. Ich sag mal schon so, Spoiler Alert, es hat seine Grenzen und ich würde mich sicherlich wohler fühlen, wenn der Felgenboden innen komplett glatt wäre und nicht dauernd diese Erhöhungen durch die Nippel da wären. Aber am Ende klebt das eh nicht so stark, dass man da überhaupt nicht mehr was dran machen könnte. Es ist alles gut abgedeckt. Der Reifen oder der Schlauch wird auf jeden Fall genügend geschützt durch das Felgenband. Und ja, ob das dauerhaft drin bleibt oder nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht reiße ich es wieder raus, weil fachgerecht ist anders, das muss man ganz klar sagen. Ich habe es trotzdem verklebt und dann nochmal ein Hochdruck-Felgenband aus Kunststoff drüber gelegt. Sollte also auf jeden Fall nichts mehr am Reifen von innen irgendwie sich durchdrücken können und nichts mehr passieren. Der Grund, weshalb ich das geklebt habe, ist einfach, dass ich kein breites Felgenband zum Spannen, also zum Einspannen mehr da hatte und die Lösung wird sicherlich technisch halten. Es ist keine sehr elegante Lösung, ich gebe es zu. Aber sie wird auf jeden Fall funktionieren. Sie wird technisch das erreichen, was erreicht werden soll, nämlich dass sich die Speichen nicht oder die Nippelköpfe nicht in den Reifen reindrücken können, in den Schlauch reindrücken können. Ja, das Ganze noch ein bisschen nachjustiert dann, damit es gerade drin sitzt. Alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Und dann muss natürlich noch ein neues Ventilloch da in das Felgenband, vor allem in das geklebte. Dazu habe ich mir dann natürlich wieder mal einen Schraubenzieher, einen Kreuzschlitz-Schraubendreher ein bisschen erhitzt und dieses Kunststoffband damit durchstoßen. Das ist eigentlich dann einfach die sauberste Lösung und ohne da irgendwas aufschneiden zu müssen oder so, kriegt man ein vernünftiges Ventilloch rein. Dann habe ich neue Reifen montiert, also neu ist relativ, die waren schon mal bei einem anderen Projekt montiert, ich habe die aber ausgeliehen, sagen wir es mal so. Die habe ich dann mit ganz normalem Talkumpuder erstmal von innen behandelt, damit der Schlauch und der Reifen nicht miteinander verkleben können. Das sind auch ganz normale Butylschläuche. Nichts Extravagantes, kein TPU, kein Tubeless oder sonst irgendwas. Ganz normal, bodenständig und dann einfach mit meiner Trusted Standpumpe aufgepumpt. Vorderrad ist also schon mal fertig.
Das gleiche Spiel beim Hinterrad. Hier habe ich ein breiteres Felgenband schon im Laufrad gehabt, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das auch drin zu lassen und nicht mehr diese Klebeaktion durchzuziehen. War mir hier genug, weil das eben eine breitere Version von dem Hochdruckband war. Und auch hier geht es wieder los mit den Speichen, die ich dann gesäubert habe. Das Ganze wieder ein bisschen von der oberflächlichen Oxidationsschicht befreien. Auf beiden Seiten natürlich. Ich bin bequem und als Rechtshänder spanne ich mir dann lieber das Laufrad nochmal um das dann auch da mit der rechten Hand einfacher bearbeiten zu können. Ja. Erstmal fertig, nochmal sauber machen, alles. Ein bisschen Glanz dran bringen an die Felge. Und dann habe ich hier tatsächlich erstmal auch nochmal die Kassette abgezogen. Und zwar deswegen, weil ich eine exakt gleiche Abstufung noch aus einer Materialkiste gezogen habe, die einfach schon gesäubert war und noch sehr, sehr gut in Schuss war. Ich mache das dann immer so mit Ersatzteilen, dass ich eine Weile, wenn ich Räder auseinanderbaue oder ausschlachte, die Teile erstmal sammle und dann in einer Charge dann mehrere Zahnkränze oder Ketten oder irgendwas reinige, damit das nicht jedes Mal so ein Aufwand ist. Und hier wird dann schon mal der Freilaufkörper gefettet. Da kommt die neue Kassette. Ich überprüfe nochmal, ob es die gleiche Abstufung ist. Ja, ist es. Und dann wird die da schön auf auf den eingefetteten Freilaufkörper montiert. Kein Hexenwerk, eigentlich ganz normal. Ist ja auch nur eine Siebenfach, alles Low-Tech, alles ohne großartige Probleme einzubauen. Wenn man das vernünftige Werkzeug dazu nimmt, dann ist das sowieso alles relativ easy. Es ist meistens nur dann ein Problem, wenn irgendwas festgegammelt oder festgerostet ist. Werkzeug direkt wieder wegsortieren, damit es nicht im Weg rumliegt. Und dann ist das Hinterrad auch schon fertig zur Überprüfung, zum Zentrieren. Zentrieren ist ja allerdings wirklich ein bisschen zu viel gesagt, weil die Laufräder waren wirklich beide in einem guten Zustand. Da brauchte gar nicht viel gemacht zu werden. Das waren wirklich minimale Korrekturen, die ich da durchgeführt habe. Im Endeffekt auch, ich habe auch noch nicht mal meinen vernünftigen Zentrierständer benutzt, sondern nur den einfachen, wo ich halt im Grunde bei den Laufrädern auch eine ausreichende Genauigkeit erzielen kann. Und auch hier wieder den Reifen vorbehandelt mit dem Talkumpuder. Ich nehme da ganz normales Babypuder aus dem Drogeriemarkt und Reifen aufgezogen, aufgepumpt und dann ist das hintere Laufrad auch schon fertig. Geht es dann weiter mit den Bremszügen. Ich habe mich entschieden, die alten Bremszüge nochmal zu verwenden. Die waren völlig okay. Das Rad hat drinnen gestanden, die waren nicht korrodiert oder ähnliches. Ich habe dann die Außenhüllen entsprechend ein bisschen anders abgelenkt, weil mir die Bögen zu groß waren, die da vorher verliefen und ich mache dann immer so ein bisschen Fett in die Außenhüllen rein, in die Zughüllen rein, damit ich gewährleisten kann, dass eben das nicht von innen korrodiert und entsprechend dann nicht mehr bremst. Natürlich auch hinten, wo die Außenhülle dran sitzt, auch da ein bisschen Fett dran gegeben, das Ganze schon mal vormontiert. Und dann ging es an die Hinterradbremse, an die Einstellung dran. Ich habe dann zuerst grundlegend erstmal die Zugspannung so weit justiert, dass ich eine vernünftige Basis hatte und dann an den Bremsarmen nachher nochmal nachreguliert. Hier seht ihr, dass das Bremsdreieck noch sehr
noch einen sehr steilen Winkel hat. Den habe ich nachher nochmal korrigiert. Das ist dann wegen der Bremswirkung sinnvoller, dieses Dreieck möglichst auf 90 Grad Winkel zu bringen, damit die Kraftübertragung besser wird. An der Vorderbremse genau das gleiche Thema. Auch hier erstmal grob ausgerichtet, auf die halbwegs passende Position gebracht, und die Feineinstellung, die kann man dann besser an den Bremsarmen vornehmen. Wie ihr hier seht, auch da habe ich den Zug gelöst, dann ein bisschen nachkorrigiert. Dann am Ende natürlich überall die Zugendkappen drauf gemacht, damit das Ganze auch nicht ausfranst. Also hier, weil ich den Zug wiederverwendet habe, waren schon ein paar Fransen. Das habe ich wieder zusammengedreht und dann entsprechend mit einer Endhülle oder Endkappe dann versehen. Das seht ihr jetzt gleich noch. Die Bremsschuhe nochmal positioniert. Dabei drehe ich immer den entsprechenden Bremshebel an der Einstellschraube oben am Hebel so ungefähr einen halben Zentimeter raus und stelle die Bremsschuhe dann komplett auf die Felge ein, sodass das eigentlich schon bremst, und dann drehe ich den Zugeinsteller wieder zurück und habe damit eigentlich immer einen perfekten Bremsweg am Bremshebel. Das ist eigentlich die schlaueste Art, die ich kenne, um dann das auch reproduzierbar einstellbar zu haben. Ich habe auch inzwischen eine billige Lösung für die Endkappen gefunden. Ich habe mir einfach so ein ganz billiges Crimp-Set für Ader-Endhülsen gekauft. Die Ader-Endhülsen schiebe ich dann da drüber, crimp die da drauf. Die kosten wirklich noch nicht mal einen Cent oder so, diese Hülsen in diesen Großpackungen, und deswegen benutze ich eigentlich nur noch die, weil das alles andere ist einfach teurer, und warum soll man da an der Stelle Geld verschwenden, wenn es so eine perfekte Lösung eigentlich gibt. Ich habe dann noch so ein bisschen Verzierungen angebracht, wie ihr sehen könnt. Habe noch so ein bisschen Halloween-Feeling verbreitet an der Stelle, obwohl Halloween natürlich schon vorbei ist, aber lag halt noch rum, musste weg. Schönes Dekomaterial noch gefunden. Und da seht ihr dann, wie ich den Bremshebel zurückgedreht habe und wieder alles montiert ist. Am rechten Bremshebel genauso. Und jetzt bin ich auch schon bei den Schaltzügen. Ich habe die ein wenig eingekürzt, die Außenhüllen, weil sie noch sehr gut brauchbar waren. Der Lenker ist ja mal irgendwann nachträglich dran gekommen, und der Vorbau, der dran war, ist auch auf jeden Fall viel höher gewesen als der Originale. Deswegen sind diese Außenhüllen länger gewesen, als sie sein mussten. Ich habe das nicht nur aus optischen, aber auch aus funktionalen Gründen dann auf eine andere Länge eingekürzt, dass die Bögen schöner verlaufen, dass da ein bisschen bessere Zugführung möglich ist. Und bei den Rädern, die die Zughüllen außen geführt haben, mache ich das immer ganz gerne, dass ich die auf die falsche Seite einfädel. Das heißt, der linke Schaltzug kommt an das rechte Rahmenanlötteil und der rechte Schaltzug an das linke, und die kreuzen sich dann unter dem Unterrohr, also unterm Hauptrahmenrohr, weil ich so einen besseren Verlauf beim Schalten hinkriege. Ist optisch nicht ganz so elegant und nicht so schön. Manche Leute mögen das deswegen auch nicht, aber ich mache das bei den alten Rädern ganz gerne, weil ich einfach den Eindruck habe, die Schaltperformance wird dadurch besser. Hier teste ich dann auch schon die Funktion der Schaltung. Alles funktioniert super sauber. Es ist natürlich ein bisschen lauter, als man das jetzt von einem modernen Antrieb gewohnt ist. Also wer jetzt eine 12-fach-Antriebe oder 11-fach-Antriebe und vielleicht noch elektronische Schaltung gewöhnt ist, der sagt dann hier schon, oh, das rasselt aber schwer. Das ist auch so, das ist lauter, aber die ganzen Komponenten sind ja auch einfach stabiler gebaut, breiter gebaut. Von der Funktion her ist das aber super einfach einzustellen und funktioniert auch perfekt. Also alle Gänge lassen sich hier super schalten. Auch da wieder diese gecrimpte Endhülse drauf, Ader-Endhülse. Und dann kann ich den Schaltzug danach auf die richtige Länge ablenken und dieses komische Plastik dann noch wegknipsen. Und man hat eine sehr unauffällige, aber trotzdem zuverlässige Lösung für die Endhülsen.
Das mache ich im Übrigen erst immer dann, wenn ich natürlich die Schaltung schon fertig eingestellt habe, damit ich nicht nachher nochmal mit irgendeiner Zange oder so an den schon abgelenkten Zug dran muss. Wenn ich dann an das Ende gehe, das noch nicht auf die Länge gebracht ist, dann kann ich mit einer Zange auch nichts großartig kaputt machen. Selbst wenn der dann an der Stelle ausfranst, verschenke ich nichts an dem neuen Schaltzug. Jetzt seht ihr hier schon, dass ich noch die Accessoires ergänze. Hier speziell einen Flaschenhalter, der fast im exakten Farbton von den Schriftzügen war. Das ist natürlich schön, wenn ich sowas noch im Fundus habe, dann baue ich sowas auch gerne an, weil das sieht einfach cool aus, wenn das dann den gleichen oder einen ähnlichen Farbton hat und es gibt eine schöne Optik am Ende. So, auch hier aber kein Hexenwerk. Ich habe dann einfach alles wieder komplettiert. Und jetzt ist das Rad schon auf dem Boden. Stelle ich den Lenker gerade, ziehe den Vorbau wieder ordentlich fest, so dass der nicht in dem Gabelschaftrohr verrutscht. Das mache ich immer noch nach Gefühl, also hier gehe ich nicht nach einem Newtonmeter Wert oder irgendeinem vorgegebenen Drehmoment, weil ich denke, dass der Lenker hier an der Stelle aus meiner Sicht auf jeden Fall so fest wie nötig, aber auf keinen Fall fester als vorgegeben sein sollte, damit, wenn ich mich auf die Nase lege, der Lenker nachgibt und nicht irgendwas anderes. Also lieber verrutscht mir der Lenker, als dass er dann bricht oder irgendein Teil abbricht und sich in meinen Bauch bohrt oder ähnliches. Und natürlich auch hier nochmal die Einstellung vom Steuersatz kontrolliert und dann an den Sattel gegangen. Die Sattelstütze habe ich dann oben auch nochmal erstmal gesäubert und so die Staubablagerungen, kleinen Dreckablagerungen, die sich zwischen Sattelgestell und Sattelstütze dann ansammeln, auch nochmal weggemacht. Meistens sind das die Gründe, weshalb dann irgendwann ein Sattel anfängt zu quietschen, und ich mache da auch immer so ein bisschen Fett rein. Das ist jetzt hier so ein PTFE Sprühfett. Das hat den Vorteil, das bleibt wirklich kleben an der Stelle und trägt auch nicht zu dicht auf. Und jetzt fette ich auch nochmal die Kontaktflächen zwischen dem Sattelgestell und der Sattelstütze nach. Einfach damit es da nicht quietscht oder knarzt. Ich habe dann hier einen alten Selle Italia Flight noch gefunden. Der hat zwar echt schon viele Macken, ist auch an ein, zwei Stellen schon aufgescheuert. Passt auch im Grunde vom Baujahr her gar nicht an das Rad, weil er erst 1991 auf den Markt gekommen ist, also 2 Jahre später als das Rad. Aber ich finde die Form einfach schön. Sie ist nicht unbedingt hinternfreundlich. Ich finde es aber einfach einen schönen Sattel, der sieht gut aus und der ist jetzt aus den Gründen hier montiert worden. Und jetzt seht ihr hier das fertige Rad. Ihr seht hier, alles ist wieder sauber eingestellt. Es strahlt wieder in alten Glanz von der Optik her, von der Performance her. Es fährt sich wirklich sehr schön. Die Gänge lassen sich alle toll schalten. Sitzposition ist angenehm, nicht mehr so gestreckt wie vorher. Die Bremsen funktionieren erstaunlich gut, auch wenn es völlig falsche Bremsklötze sind. Diese V-Bremsbeläge funktionieren echt sauber auf den Felgen, deswegen habe ich sie dran gelassen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei meinen nächsten Videos. Schaut euch auch die Videos an, die ich vorher über das Rad gedreht habe, und natürlich werden auch weitere Restaurierungs- und Upgrade-Videos zu anderen spannenden Mountainbikes auf dem Kanal kommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.